In diesem Video wollen wir untersuchen, welche türkische Partei die gleichen politischen Themen verfolgt, wie die deutsche SPD. Der letzte SPD-Bundeskanzler regierte bis 2005. Danach sank die Beliebtheit der SPD bei Umfragen auf unter 20%. Seit 2005 gab es keine Mehrheit der SPD mehr. Immer wieder war die SPD in der Opposition. Aber was würde ändern, wenn die SPD regieren würde? Es gäbe mehr Frauen in Unternehmen. Frauen und Männer müssten gleich viel verdienen. Die Geschlechtertrennung würde im Sinne der Gender-Ideologie aufgehoben. Es gäbe Kinderhorte für die richtige Erziehung. Aber auch das Kindergeld würde erhöht werden. Die SPD würde allgemein die Löhne erhöhen. Dafür würde die SPD mehr Schulden machen und die Schuldenbremse abschaffen. Sie würde die Arbeitslosenkasse Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzen. Die Steuern würden für alle Bürger erhöht, insbesondere aber Reiche und Unternehmer müssten einen noch größeren Beitrag in die Staatskasse bezahlen. Die ausländischen Konzerne müssten noch höhere Steuern bezahlen als Inländer. Es gäbe mit der SPD-Regierung stärkere Kontrollen der Unternehmen, auch der sozialen Medien. Die SPD würde die Bahn modernisieren und den öffentlichen Verkehr fördern. Auf Autobahnen gäbe es ein Tempolimit für den Umweltschutz. Für Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren gäbe es einen Umweltbeitrag. Im Bereich Umwelt würde die SPD auf Wasserstoff setzen und dies fördern. Auffallend wäre mit der Regierung der SPD, dass viele Projekte, wie auch Wohnungsbau, von Energieunternehmen, größere Bauvorhaben wie Flughäfen oder Straßenbau abgeblockt würden. Die SPD würde es damit begründen, dass diese Vorhaben nicht nötig, aber teuer seien. Insbesondere dann, wenn ausländische Investoren an Projekten beteiligt wären. Aber welche türkische Partei denkt genauso oder ähnlich? Die SPD ist linksorientiert und zeigt sozialdemokratische Züge. So auch die türkische CHP. Passend zur SPD würde auch die CHP die ausländischen Investoren zur Kasse beten. Unternehmen würden kontrolliert und ihre bisherigen Freiheiten in der Marktwirtschaft würden entzogen werden. Aus Sicht der CHP gibt es zu viele Spitäler und andere Infrastruktur. Die CHP würde Projekte, wie auch den Kanal Istanbul stoppen. Gewerkschaften und Lobbys sollen das Land beratend kontrollieren. Deshalb müsste die Präsidialdemokratie wieder abgeschafft werden. Flüchtlinge sollen ausgeschafft werden. Es gibt also nicht nur gleiche Ansichten zwischen SPD und CHP. Das liegt an der Oppositionspolitik gegen die Regierung. Alles wird abgelehnt, was die Regierung plant. Egal ob es etwas ist, was als sozial gelten könnte. Gemeinsam sind jedoch die Erfahrung als Opposition, der tiefe Wähleranteil und dass die CHP, wie die SPD die älteste Partei im Land ist.